herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Hallo. Heute mal nicht zum Thema digitale Nomaden, obwohl irgendwie auch schon wieder, weil heute teilen wir die Geschichte, wie wir mit unserer Katze von Bali nach Deutschland gereist sind. Und zwar, das Ganze ist nämlich einfach ein bisschen tricky und ich schätze mal, wenn du auf das Video gerade geklickt hast, entweder dich interessiert es generell oder einfach, du stehst gerade vor dem Problem. Also man weiß ja einfach, dass es einfach ein bisschen kompliziert ist. Und um das geht es in diesem Video. Also, wie hat das begonnen? Wir sind im Januar 2019 vor über einem Jahr nach Bali gezogen, nach Canggu und sind im Endeffekt 10 Monate geblieben. Wir haben dort eine Villa gemietet, die wir geliebt haben und ja, eigentlich das ganze Leben in Bali haben wir gelebt, aber um das geht's ja heute nicht. Da haben wir ein anderes Video dazu gemacht, also ich verlinke das hier irgendwo. Schaut euch das gerne an, da haben wir den Alltag gefilmt, und da ist schon die, um die es geht. Unseren Alltag gefilmt, unser Haus gefilmt, unsere Katze und unseren Alltag, über unser digitales Nomadenleben und Arbeitsleben gesprochen. Genau, aber heute geht's rein um das Thema, wie wir eben dann mit unserer Katze gereist sind. Und zwar das Ganze haben wir eigentlich recht schnell dann eigentlich beschlossen, weil wir wussten ja dann, also es dauert ein paar Monate, das heißt wir wussten, so man kann jetzt nicht mal, schauen wir mal, für ein paar Monate sich überlegen, sondern das muss schon geplant werden. Das Ganze hat dann gestartet mit der Tollwutimpfung. Ich glaube, das war im März oder im April, also wir wollten eigentlich früher fliegen und haben das Ganze eigentlich dann nach hinten verschoben, weil wir länger bleiben wollten. Also die Tollwutimpfung ist zuerst. Und 1 Monat später konnte man dann den Bluttest in die EU schicken. Also bei uns war das London damals. Es wurde uns einfach so vorgegeben und ist offensichtlich auch der gängige Weg, dass man das so macht. Jetzt wäre lustig, wenn jetzt die Katze das Stativ umwirft. Genau, nach einem Monat wird es dann in die EU geschickt. Uns ist dann ein bisschen Panik gemacht worden, was ist, wenn Brexit da schon war und wir dann einreisen mit den abgelaufenen Dokumenten. Gut, so war halt bei uns der Ablauf und niemand anderer hat das anders gemacht, als wir mitbekommen haben. Also von dem her. Also Tollwutimpfung, 1 Monat später wird es in die EU geschickt. Das dauert dann ein paar Tage, bis es in der EU ankommt, der Bluttest. Und das wird dann ausgewertet und ab dem Tag, wo es im Labor ankommt, ist dann die Wartezeit 3 Monate. Somit sind wir bei einer Wartezeit von 4 Monaten, 1 Monat zwischen Tollwutimpfung und Bluttest und dann 3 Monate für den Bluttest, also nach dem Bluttest, ab der Ankunft vom Bluttest war unser Prozedere. Die Impfung war keine große Tragödie, schlimmer war der Bluttest. Und zwar hat das irgendwie ziemlich lange gedauert, weil die Katze sich da sehr stark gewehrt hat. Und das Blut muss aus der Ader abgenommen werden, aus der Halsschlagader in dem Fall, weil es offenbar, sie ist zu klein und zu dünn gewesen, dass man es aus einer Schlagader vom Arm nehmen konnte. Und die Katze fand das natürlich überhaupt nicht lustig und es hat sehr, sehr viel Zeit gekostet und sehr viel Nerven auf allen Seiten, ihr das Blut abzunehmen, bis es dann endlich gelungen ist. Ja, aber nicht einmal dort. Also eigentlich ist der Tierarzt heimgeschickt worden zu uns. Der war bei uns daheim und also nach 2 Stunden Kämpfen, das war so schrecklich. Also wir haben meine Freundin, die gerade auf Besuch war aus Wien, die war eben da. Und wir haben sie gehalten, dann war die Tierärztin mit ihrem Mann da, der hat sie gehalten, also wir mussten sie einfach halten und sie war so leicht sediert, aber man konnte sie nicht ganz ruhig stellen, weil anscheinend dann das Blut nicht mehr so wirklich läuft, so in der Art, also sie war halt so ein bisschen bei Bewusstsein und ein bisschen weggetreten, aber das bisschen bei Bewusstsein hat gereicht, dass sie eben sich viel zu stark gewehrt hat. Und dann nach 2 Stunden haben sie es mitgenommen ins Labor und haben es dann nach 2 Stunden später wieder zurückgebracht. Das war auf jeden Fall schlimm. Die erste Aufregung auf jeden Fall. Also wir haben das von vornherein auch mit dem Schlepper gemacht. Schlepper klingt eigentlich ein bisschen ein arges Wort, aber ist halt so. Aus Bali kann man keine Tiere ausführen. Es ist verboten, Tiere ein- und auszuführen.
machen trotzdem voll viele Leute. Das macht man halt dann mit einem Schlepper. Und wir haben den Schlepper bezahlt. Wir haben insgesamt 25 Millionen bezahlt, wo wir dann aber im Nachhinein drauf gekommen sind, dass es zu viel war. Da war aber eben nicht... Rupien, ne? 25 Was habe ich gesagt? 25 Millionen. Also sollte Rupien. man vielleicht die Währung dazu sagen, sonst... Indonesische Rupien. Also je nachdem, was gerade der Wechselkurs ist, das sind grob 1500 Euro, glaube ich gerade. Ja, sowas war das. Da war aber eben die Schleppung an sich dabei, aber auch, dass der Tierarzt zu uns heimgeschickt wird. Der Tierarzt wird heimgeschickt, der hat den Tollwut-Test, also zuerst die Tollwut-Impfung gemacht, dann das Blut abgenommen, die haben das in das Labor nach London geschickt, die haben auch die Testergebnisse bekommen. Als die Testergebnisse da waren, ist noch ein Mikrochip gemacht worden, und der Pass, der PET-Passport ist ausgefüllt worden, das haben auch die gemacht. Und ja, die haben uns auch ein bisschen so mental vorbereitet, so wie das läuft und ja, was wir einfach alles so brauchen. Also so im Nachhinein denke ich mir, hätte es nicht sein müssen. Also ich weiß, dass es viel günstiger geht. Ich weiß, dass rein die Schmuggelung selbst kann man für, glaube ich, 7 Millionen haben. Und wenn man sich über einen lokalen Tierarzt die ganzen anderen Sachen besorgt, glaube ich, schafft man das um 4 Millionen. Also man kann sich circa die Hälfte sparen, wenn man es selbst organisiert. Das, ich schreibe auch unten nochmal die Details genauer hin, dass es nochmal übersichtlich ist. Ja, wenn man es halt das erste Mal macht, weiß man es nicht. Und ich muss auch sagen, dass ich schwach Infos bekommen habe. Also ich habe irgendwie, obwohl ich so viel mache, nicht so viel Infos bekommen, wie da eben der Ablauf wäre. Genau, also da sind wir jetzt, also nach 4 Monaten sind wir jetzt also da, bei uns war es dann mehr, aber weil wir einfach länger bleiben wollten, es wäre es uns nach 4 Monaten möglich, kann man eben ausreisen. Dann beginnt die schlimmste Phase, bestimmt die schlimmste Phase, wo ich im Nachhinein sage, haben wir auch geschafft, aber davor ist es einfach, also Katastrophe, muss ich wirklich sagen. Also rein mental für mich jetzt. Man weiß einfach, die Katze wird dann abgeholt, das war bei uns der 29. Oktober wurde sie abgeholt, wo man sie einfach aus den Händen gibt. Man weiß halt nicht, was passiert. Es ist eine Schmuggelung, das ist halt kein First-Class-Trip, auch wenn die so komfortabel wie möglich halt reisen, ist es halt nicht angenehm. Sie ist nicht mehr bei uns. Wir haben sie aus unseren Händen. Sie ist mit einer fremden Person unterwegs. Also sie waren unsere Schmuggler, ich verlinke die auch unten. Rudi, also die haben maximal 6 Tiere mitgenommen. Was mir wichtig war, dass einfach nicht so überfüllt ist. Und bei ihr waren es eben 4 Tiere, dann im Endeffekt 2 Katzen und 2 Hunde. Sie wurde abgeholt, riesiges Drama. Also extrem. Also sie ist halt ausgeflippt. Wir haben circa 1 Stunde vorher alle Türen zugemacht, was für sie schon irgendwie komisch war, weil wir haben immer alle Türen offen gehabt. Und ja, auf einmal kommt da, machen wir alles zu und wir haben sie vorher schon in ihre Box getan. Wir haben sie in ihre Box getan, an die wir sie übrigens ein bisschen vorher schon gewöhnt haben. Also wir haben die Box, glaube ich, von Rudi einen Monat vorher bekommen und haben halt Leckerli reingegeben und jeden Tag probiert, Boxtraining zu machen. Das heißt, wir haben es einfach kurz reingegeben, kurz auch am Anfang nur so reingegeben und nach ein paar Tagen haben wir es mal zugemacht für ein paar Minuten, einfach, dass sie mal drinnen war. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, also wenn man so Tiertrainer schaut, ist alles das Thema Konditionierung und alles, dass sie gewöhnt werden. Ich habe jetzt nicht, also ich glaube nicht, dass sie anders gewesen wäre, wenn sie es gar nicht gewohnt gewesen wäre, aber gut, hilft's nix, schaut's nix. Gell? Genau, sie ist dann abgeholt worden, also sie zuerst in den Käfig, dann ist Rudi reingekommen, hat sie geholt, ins Auto gebracht und das war's. Wir sind am nächsten Tag geflogen, wir haben uns an dem Tag von unseren Freunden verabschiedet, haben eingepackt, das haben wir nicht neben ihr getan, weil wir gedacht haben, das stresst uns noch mehr, wenn wir das ganze Haus jetzt über den Kopf stellen. Sind am nächsten Tag geflogen und insgesamt 2 Nächte später, also dann halt wieder eine Nacht später, wir waren eine Nacht alleine in Jakarta und ja, also sie ist dann 2 Tage insgesamt von Bali nach Jakarta gereist und wir haben sie dann am 31. Oktober bekommen, also am 29. ist sie los, wir sind am 30. geflogen, am 31. sind wir wieder reunited gewesen. So, Elsa ist gerade angekommen, direkt rein und direkt fressen, das ist schon mal ein guter Anfang.
Was mir ein bisschen ärgert, ich habe ja nämlich da einige Sachen mitgegeben und es ist ja aber alles nicht gegeben worden. Das finde ich gerade schon ein bisschen blöd. Es ist ein bisschen dünn, aber echt soweit in Ordnung. Am Abend, also 2 Nächte war sie so mit unterwegs. Uns wurde gesagt 3 Nächte, es ging ein bisschen schneller. Also die ganze Fahrt ist, glaube ich, 30 Stunden. Wenn das jetzt nicht stimmt, werde ich das jetzt irgendwie einblenden, aber ich glaube, es sind 30 Stunden und sie haben es gedrittelt auf 3 volle Tage. 29., 30., 31., weil sie sind am 31. glaube ich auch wirklich erst um 21 Uhr. Haben wir es dann bekommen im Hotel. Wir haben ein Hotel gefunden, das verlinke ich auch unten. Ein ganz hübsches Hotel, direkt neben der Grand Indonesia, also dem größten Einkaufszentrum von Indonesien. Muss man nicht haben, ist ganz praktisch, ist ganz cool. Also vor allem, wenn man länger in Bali gelebt hat, wie so Großstadt, Innenstadt ist schon ganz cool und direkt daneben ist eben ein Hotel, die eben auch tierfreundlich sind. Wir haben sie angemeldet von vornherein, die wollten eine Kopie des Passes von ihr haben, Impfzertifikat und so haben wir halt in dem Hotel wohnen können und sie aufnehmen. Genau, wir haben dann mit ihr 5 Tage in Jakarta verbracht, hätte nicht so lang sein müssen, weiß ja ehrlich gesagt im Nachhinein gar nicht, wieso. Wir haben uns gedacht, falls was schief geht, genau das war der Grund, falls irgendwas schief geht, dass ihr dann doch vielleicht verspätet ankommt oder sonst was. Ja, in Jakarta hat man dann noch einen Termin am Flughafen beim, wie hat der geheißen? Da sind wir einmal rausgefahren dann mit ihr, mit dem Taxi, haben dann aber Rudi getroffen von unserer Organisation, der ist mit den anderen 3 Tieren gewesen, weil die anderen 3 Tiereltern waren nicht mit in Jakarta, die sind quasi die Tiere dann auch alleine weitergeflogen, beziehungsweise mit Flight Volunteers, aber halt nicht mit der Familie selbst. Wir waren die einzigen, die auch dort waren und wir haben eben Rudi getroffen und die anderen Tiere von ihrem Auto vom Roadtrip. Und genau, die haben dann, der Amtstierarzt hat das nochmal gecheckt, also das Amtstierarzt, ich glaube, der hat die nochmal gecheckt, die Zertifikate unterschrieben und sie war ready to go. Genau, wir sind dann geflogen, das war also insgesamt eine Woche später, aber nach 5 Tagen, nachdem sie angekommen ist, sind wir dann geflogen am Abend. Wir sind mit Turkish Airlines geflogen, weil man eine Katze, ich glaube also das ist je nach Airline unterschiedlich, aber bei Turkish Airlines waren es, glaube ich, 9 Kilo mit der Box. Also wir haben dann so eine Box gehabt, wo man dann auch also das ist nicht die große Box, sondern eben die kleine Tasche. Ich zeige euch jetzt nochmal kurz die Tasche hier. Und zwar, wir haben so eine Tasche genommen, also das war eben dann für den Flug, die halt wirklich sehr praktisch sind, weil man die über diese Taschen quasi aufs Dreifache vergrößern kann. Also das könnte man auch hier vergrößern, da kann man Dokumente reinstecken. Also wir haben es mal in Singapur, gekauft. In Bali gab es das nicht, also wir haben es auf einem Visa Run in Singapur gekauft und ja, auf jeden Fall sehr praktisch und vor allem, die müssen halt schon auch atmungsaktiv sein, also gerade in Bali, die kommen mir halt sehr wenig das Gegenteil ist wenig atmungsaktiv auf jeden Fall vor und ich denke, wenn einfach so ein langer Flug ist, dass es sicher nicht die beste Idee wäre. Und die Maße sind sehr wichtig. Lustigerweise aber nur beim Eincheck-Prozess, denn wie wir dann drinnen waren, hieß es dann einfach, ja, die Tasche stellst du irgendwo hin. Und da hätten wir so viel Platz gehabt, hätte noch eine deutlich größere Tasche reingepasst. Aber nicht einmal beim Check-in wurde es wirklich kontrolliert, sondern beim Anmelden der Katze musste man die Maße genau durchgeben. Und es ist 2-mal abgelehnt worden, weil unsere Maße falsch waren. Also wir sind mit Turkish Airlines geflogen, wir haben die Katze, man muss eben dieses Tier anmelden, das haben wir direkt mit unseren Flügen getan, also wir haben uns informiert, dass es eben mit Turkish Airlines bis 9 Kilo geht, in der Tragtasche, also mit so einer Tasche, und dann füllt man alles Mögliche aus und da steht dann auch, was man dann auch benötigt, also das wussten wir dann auch schon vom Rudi, das ist eben das Impfzertifikat, das man mitkriegt, also vor allem mit Tollwut, das Ergebnis vom Bluttest und der Mikrochip, die Mikrochip-Nummer und den Pet-Passport eben, also das wussten wir, dass wir das dann alles brauchen und ja, also man meldet sie dann an, also man bucht zuerst den Flug, hat das Ganze noch auf offen, also man zahlt es noch nicht, sondern
reserviert's nur, ruft an, sagt, ja, ich möchte die Katze anmelden und dann einen Tag später oder sogar am gleichen Tag wurde die Katze freigegeben nach München, nach Wien nicht, obwohl das unser Fehler war, weil wir die falschen Maße angegeben hatten zuerst. Also haben wir es nach München probiert, da haben wir andere Maße angegeben und da hat's gepasst. Sind wir halt nach München geflogen, war sogar günstiger. Und genau, am Tag des Fluges war es dann so, sind wir zum Flughafen gefahren, früher als nötig, weil, ja, man weiß nie, was passiert. Da hat uns wieder Rudi begleitet, den haben wir am Flughafen getroffen, der hat uns auch erst vor Ort die Dokumente gebracht und hat mit uns eingecheckt. Wir sind Business Class geflogen, was sicher das ein oder andere vielleicht erleichtert hat, weil einfach kürzere Schlangen waren bei den Schaltern und auch beim Check-in war es leichter. Also beim Check-in war es leichter. Wir hatten ursprünglich Angst, weil ich habe mich viel informiert über den Prozess, wenn man dann durch den Security-Check geht am Flughafen. Da hieß es dann, dass man eben die Katze rausnehmen muss. Also wo das Handgepäck durchgeht, nimmt man die Katze raus, aus der Tasche, die Tasche fährt durch und du gehst mit ihr durch. Deshalb haben wir mit ihr auch Leinentraining gemacht, mit so einem Geschirr, also nicht nur Leine am Hals, sondern das Geschirr, das sind bei Katzen, braucht man das ja, die kommen sonst leicht raus. Haben wir nicht gemusst. Also wir haben in Jakarta eben gleich gesagt, hey, wir haben eine Katze dabei und die haben es nur angeschaut, die haben da eher gelacht, also die waren ein bisschen unprofessionell, aber gut. In Istanbul haben wir es auch nicht rausnehmen müssen, wir haben gesagt, hey, wir haben eine Katze dabei. Die haben viel mehr geschüttelt, die haben auch so einen Sprengstofftest gemacht, so ein, wie nennt man das? So ein Streifentest. Ja, so ein Streifentest. Und ja, ansonsten nur wirklich ein bisschen gerüttelt, aber das war's schon. Und ja, dann sind wir geflogen. Ursprünglich haben wir nicht vorgehabt, ihr Beruhigungstabletten zu geben, mussten es aber, dass sie eine Katze ist, wie ihr vielleicht so ein bisschen mitbekommen habt, die sehr viel miaut. Und es ist nicht nur so ein süßes sondern es ist einfach, wenn sie aufgeregt ist, einfach also das sind Töne, das ist für niemanden tragbar, nicht für die Katze, die vielleicht einen Herzinfarkt kriegt, wenn sie einfach 19 Stunden durchdreht, aber auch nicht für uns oder für Leute um uns herum, weil das macht uns noch mehr fertig, wenn wir merken, hey, wir nerven alle um uns herum, weil die Katze so laut ist und das hätte uns noch mehr gestresst. Und die Katze dann noch mehr. Und so haben wir leichte Beruhigungstabletten gegeben. Das haben wir bei WhatsApp mit unserer Tierärztin in Österreich abgesprochen. Die war auch immer am Laufenden. Und genau, und da haben wir halt immer eine Viertel-Tablette gegeben. Wenn wir merken, okay, die lässt jetzt wirklich nach, wieder ein Viertel. Insgesamt haben wir nur eine Dreiviertel-Tablette gegeben. Eben auf, ich glaube, 12 Stunden war der Flug. Jakarta, Istanbul, dann waren wir 3 Stunden, glaube ich, in Istanbul mit dem ganzen Umsteigprozess und dann 2,5 Stunden nach München. Genau, also das war 3/4 Tablette und sie war nie ganz weggetreten, sondern immer halt nur so, ja, ein bisschen. Also das war auf jeden Fall unser Ablauf, unser Prozess, wie das Ganze gelaufen ist. Ich fasse nochmal zusammen, also das Ganze hat gestartet mit, wir haben die Tollwutimpfung gehabt, 1 Monat später der Bluttest in die EU geschickt, 3 Monate Wartezeit ab der Ankunft im Labor, muss natürlich durchgehen, also als positiv zurückkommen der Bluttest, da geht es um Tollwut, aber ich meine, ja, also wie oft hat dann wirklich wer Tollwut, vor allem wenn es geimpft worden sind, also ich würde mal sagen, das ist 99,99%, dass positiv ist, von dem her, ja, würde ich mir da nichts denken, und wenn dann der Bluttest noch da ist, dann halt noch mit den ganzen Dokumenten vom Tierpass, dann halt noch den Mikrochip und das war's dann eigentlich schon. Die ganzen Dokumente griffbereit haben am besten. Bei unserer Tasche war das eben praktisch, da kann man das am Rand reinstecken. Die Katze eventuell vorbereiten, dass wir die Box für die Fahrt nach Jakarta und dann die Tragtasche, wenn ihr sie in die Kabine nehmt. Wenn sie nicht in der Kabine ist und in dem Frachtraum, bleibt sie ja in der größeren Box. Aber halt für die Kabine wäre es in der Tragtasche, dass man sich an beides ein bisschen gewöhnt, mit Leckerli rein gewöhnen, selbst entspannt bleiben, das habe ich mir immer wieder gehört, weil man übertragt das ja auf die Katze, die totale Nervosität. Das ist echt leichter gesagt als getan, weil man ist nervös vor dem Ganzen, vor allem weniger vor dem Flug bei mir jetzt, mehr von der Reise nach Jakarta. Eben den richtigen Schmuggler finden,
Ich würde uns dann auf jeden Fall empfehlen, auch wenn wir zu viel bezahlt haben, aber ich denke, da könnte man eventuell einen besseren Preis kriegen. Ich weiß echt nicht, warum wir da wenig verhandelt haben. Wir hatten einfach ein gutes Gefühl bei ihm und waren dann echt ein bisschen blöd. Hätten wir uns schon, also ich würde sagen, 400-500 Euro hätten wir uns schon sparen können. Ja. Für den Flug selber, genau, das habe ich noch nicht erwähnt, habe ich, glaube ich, für sie 130 Euro bezahlt. Sie kosten im Flug sonst nichts, egal ob Business oder Economy Class. Das ist aber vom Gewicht abhängig. Sie hat, glaube ich, 4,5 Kilo gehabt. Wir haben 130 Euro für sie bezahlt. Und die Tasche hatte 3/4 Kilo, glaube ich. Also sie hatte insgesamt unter 7 Kilo mit dem Ganzen. Genau, das war unsere Reise. Wir sind sehr froh, dass wir das hinter uns haben. Sie hat sich schnell eingewöhnt, auf jeden Fall. Es ist eigentlich nach wenigen Tagen, wir sind im November gelandet, was nicht ideal war, aber sie ist dann trotzdem, obwohl es kälter, kühler war, es hat so, ich glaube, 15 Grad gehabt, wo wir angekommen sind. Wir sind mit ihr in den Garten gegangen. Wir machen auch jetzt Spaziergänge mit ihr. Sie ist sehr schüchtern. Beim Rausgehen, sie möchte mit uns immer raus, wir gehen mit ihr spazieren. Aktuell geht sie nicht alleine raus, aber es ist halt einfach auch im Moment zu kalt, dass sie alleine rausgeht. Bin mir sicher, wenn dann der Frühling kommt, also wäre sicher vielleicht besser in den Frühling oder in den Sommer zu fliegen, aber wenn es nicht geht, geht's nicht. Also bei uns ging es nicht. Sie ist jetzt viel herinnen. Manchmal ist es schon langweilig, aber also ich sehe weder, dass sie irgendeinen besonderen Schaden davon getragen hätte, wie manche gemeint haben, dass es zu viel ist. Also ich kann nur für unsere Katze sagen, die ist ein Sensibelchen, aber das war echt. Also ich könnte die Zeit zurückspielen, würde mir echt ein bisschen weniger Sorgen machen und ein bisschen mehr, so wird schon. Und nicht von anderen Leuten, die sowas noch nie erlebt haben, irgendwie blöd reinreden lassen. Wenn Leute sagen, oh mein Gott, vielleicht stirbt sie oder übersteht das nicht. Auch andere Idees. Also ich habe auch im Vorfeld über Facebook-Gruppen mich wirklich informiert und haben alle immer so gesagt, so chill, wirklich so, das wird schon. Hat geklappt. Auch Katzen, die schlimmere Erfahrungen gemacht haben, zum Beispiel welche, die in Bali adoptiert worden sind, die aber nur, wo die Katzeneltern nur auf Urlaub waren in Bali und somit hat die Katze 4 Monate alleine in Bali warten müssen, in einem Tierheim. Dann ist sie alleine nach Jakarta gekommen mit dem Schmuggler und dann nur mit einem Flight-Volunteer, aber halt im Frachtraum in das andere Land geflogen und da erst quasi die Leute, die sie kennt, getroffen und die sie aber gar nicht so genau kennen, wenn sie vielleicht nur 2 Wochen Urlaub waren. Also solche Geschichten haben wir auch gehört und denen geht es auch gut. Von dem, was wir gehört haben. Von dem her. Einfach nicht zu viel stressen. Schickt uns Fragen, wenn ihr Fragen habt, per E-Mail oder schreibt es unten. Und wir wünschen euch viel Glück. So, jetzt war der Akku aus, aber das war echt das Ende. Also ich finde, Bali-Tiere sind so dankbar und vor allem Tiere, die mal was anderes erlebt haben, sind so dankbar und ich bereue es auf keinen Fall. Macht's gut. Tschüss.